Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Seelenrolle Künstler und ihre Varianten nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke erläutern. Deine Seelenrolle ist besonders wichtig, weil sie deine seelische Identität und Grundessenz beinhaltet. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Seelenrollen und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele und Seelenlehre anzuschauen. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Walt Disney. Denke nicht an das Erschaffen von Kunst, sondern mach es einfach. Lass alle anderen entscheiden, ob es gut oder schlecht ist, ob sie es lieben oder hassen. Während sie sich darüber entscheiden, erschaffe noch mehr Kunst. Andy Warhol. Ich habe mein Herz und meine Seele in meine Arbeit gesteckt und dabei meinen Verstand verloren. Vincent van Gogh. Die Seelenrolle Künstler ist die zweite der 7 Seelenrollen. Weil sie sich in der Spalte der Energie 2 befindet, gehört sie zur originellen, verspielten und erfinderischen Grundenergie 2. Zudem liegt sie genauso wie die gegenteilige Seelenrolle Weise auf der Expressionsebene. Bei der Seelenrolle Künstler geht es somit um den Ausdruck. Alle Archetypen der Energien 1, 2 und 3 sind weiblich und somit ist auch diese Seelenrolle der weiblichen Dualität zugeordnet. Seelenrollen der weiblichen Dualität erscheinen etwas willensschwächer, passiver und nach innen gewandter als Seelenrollen der männlichen Dualität. Ich habe das Video wie folgt gegliedert. Zunächst werde ich Fakten zur Seelenrolle Künstler erläutern. Danach erkläre ich die Pole und die 5 häufigsten Varianten. Zum Abschluss zähle ich bekannte Persönlichkeiten mit der Seelenrolle Künstler auf. Ich beginne gleich mit den Fakten zur Seelenrolle Künstler. Interessiert dich deine Seelenrolle, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Die Seelenrolle Künstler ist die Seelenrolle, die am zweithäufigsten auf der Erde vorkommt. Sie besitzt das Prinzip Gestalten. Ich zitiere die Quelle. Ein Künstler möchte ein wie auch immer gelebtes Leben nicht hinter sich lassen, ohne etwas Originelles geschaffen zu haben. Er will etwas hervorbringen und gestalten, indem er sich, sein Wesen, seine Individualität, seine Einmaligkeit so rein wie möglich ausdrückt und der Welt mitteilt. Ein Künstler ist mehr als andere Seelenrollen darauf angewiesen, etwas Sichtbares, Beweisbares, Einzigartiges aus sich heraus zu erschaffen. Etwas, das ihm selbst plausibel macht, dass er existiert und ein Recht hat zu existieren. Den Wunsch zu gestalten, was auch immer, versteht er als seine Existenzberechtigung. Zitat Ende. Menschen mit der Seelenrolle Künstler wollen etwas erschaffen, das noch niemand auf der Welt vor ihnen hervorgebracht hat. Beispielsweise malen sie Bilder, verfassen Gedichte, schreiben Kochrezepte, behauen Steine, erfinden Maschinen, erforschen Themengebiete, designen Webseiten, machen besondere chirurgische Eingriffe, bauen Häuser, gestalten Gärten und Landschaften, komponieren Lieder, schreiben Bücher, erziehen Kinder auf eine neue Art und Weise, erfinden Lernstrategien, erstellen Tanzchoreografien und gestalten ihre eigene Persönlichkeit. Dabei ist es ihnen egal, was sie erschaffen. Es geht ihnen vielmehr um die kindliche Freude und die Befriedigung, die sie bei ihren Tätigkeiten erfahren. Darüber hinaus möchten sie von anderen Anerkennung für ihre Originalität bekommen. Menschen mit der Seelenrolle Künstler bringen ständig Neuerungen und Veränderungen in ihre Arbeit ein. Sie haben hohe Ansprüche an ihre Schöpfungen und sind selten vollständig von ihren Werken überzeugt. Das kann bei ihnen unter Umständen zu einer starken Verzweiflung führen. Es könnte sein, dass sie sich nur kurzzeitig an ihrem Gestalteten erfreuen und es zerstören, um etwas Neues hervorzubringen. Manche Menschen mit der Seelenrolle Künstler drücken sich durch ein auffälliges Aussehen und einen besonderen Kleidungsstil aus.
Dabei könnten sie beispielsweise zu übertriebener Perfektion und Nichtkonformität tendieren. Sie lieben die Abwechslung, fürchten sich vor Langeweile, sind sehr neugierig, haben eine stark ausgeprägte Fantasie und entdecken gerne Neues. Für sie ist es wichtig zu erkennen, dass sie ihre künstlerische Essenz nahezu in jedem Lebensbereich ausüben können und dafür keine Kunstwerke in Form von Bildern oder Musikstücken benötigen. Menschen mit der Seelenrolle Künstler können auch Erfüllung erlangen, wenn sie Kunst analysieren, fördern und verkaufen, anstatt sie selbst zu erschaffen. Sie sorgen innerhalb der Gesellschaft dafür, dass die Menschen sich nicht mit dem Vorhandenen zufrieden geben und allem ein neuer Ausdruck verliehen wird. Die Seelenrolle Künstler befindet sich innerhalb der Tabelle mit den 49 Archetypen der Seele in der Spalte der Energie 2, also passen zu ihr in einer abgeschwächten Form die Seelenarchetypen der Energie 2. Angstmerkmal Selbstsabotage, Entwicklungsziel Ablehnen, Modus Vorsicht, Mentalität Skeptiker und intellektuelles Reaktionsmuster. Die Seelenrolle Künstler hat den Minuspol gekünstelt und den Pluspol einfallsreich. Menschen im Minuspol gekünstelt haben Angst, nichts mehr Neues erschaffen zu können. Sie versuchen dennoch krampfhaft etwas zu kreieren und zu erfinden. Dabei imitieren sie andere und reiten auf Modewellen. Ihre Erfindungen sind überflüssig und bereiten ihnen keine Freude. Sie verzweifeln an ihrer eigenen Ausdruckskraft. Die Menschen im Minuspol gekünstelt leiden unter ihrem eigenen Druck, etwas Neues hervorbringen zu müssen. Sie sind unzufrieden, weil sie ihre eigene Essenz nicht verwirklichen. Menschen im Pluspol einfallsreich erschaffen Originelles und Neuartiges. Sie verleihen Objekten, Fakten und Ideen durch Verknüpfung und Kombination einen neuen Sinn. Die Menschen geben Vorhandenem eine neue Form. Sie drücken ihre eigene Individualität und Einmaligkeit in ihren Schöpfungen aus. Zudem spüren sie im kreativen Schaffen eine große Freude und Befriedigung. Hast du die Seelenrolle Künstler oder glaubst du sie zu haben? Schreibe gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Jetzt möchte ich versuchen, die Seelenrolle Künstler und ihre Energie auf einer anderen Ebene darzustellen. Und zwar siehst du hier ein Seelenbild der Seelenrolle Künstler. Das Bild wurde erstellt von der Künstlerin Nina Kaiser. Auf ihrer Webseite weißerraum.space kannst du unter anderem Energiebilder der Seelenrollen erwerben. Die Webseite ist auch ein tolles Beispiel für einen künstlerischen Schaffensprozess. Nina Kaiser hat auch einen YouTube-Kanal namens Weißer Raum, in dem sie seelische Archetypen und Grundlagen der Seelenlehre auf künstlerische und originelle Weise vermittelt. Schmetterlingsgelb ist eine passende Farbe zur verspielten und einfallsreichen Grundenergie 2. Ein passendes Musikstück ist für mich die Vogelfänger-Arie aus Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Hör dir bei Gelegenheit mal das Musikstück an und lass das Bild auf dich wirken. Jetzt komme ich zu den Varianten der Seelenrolle Künstler. Ich werde nun die 5 typischsten und häufigsten Erscheinungsformen ausführen. Diese entstehen aus Einseitigkeiten in der Nutzung der Grundenergie und können durch Ängste hervorgerufen werden. Es gibt natürlich auch noch weitere Erscheinungsformen der Seelenrolle Künstler, die nicht so häufig in der Gesellschaft auftreten. Die 5 Varianten der Seelenrolle Künstler lauten: gelangweilter, affektierter, unsteter, freudloser und unverwirklichter. Ich gehe jetzt die einzelnen Varianten durch. Die erste Variante der Seelenrolle Künstler heißt gelangweilter. Menschen mit der Variante gelangweilter halten ihr Leben für öde, langweilig und ereignislos. Sie fühlen sich gefangen in ihren Alltagszwängen und Verpflichtungen. Deswegen suchen sie ständig nach neuen Reizen und Abwechslungsmöglichkeiten. Routinen und Gewohnheiten sind für sie belanglos und unerträglich. Sie sehnen sich aber bewusst oder unbewusst nach Ruhe und Entspannung. Ihnen kann es helfen zu verstehen,
dass es Neues nur durch Altes geben kann, Aufregung nur durch Beruhigung und Unerhörtes nur durch Gewohnheiten. Auch in Routinen liegt Spannendes versteckt. Als nächstes komme ich zur Variante affektierter. Menschen mit der Variante affektierter haben Angst, dass sie keinen bleibenden Eindruck bei ihren Mitmenschen hinterlassen. Deswegen tun sie so, als ob sie einmalig und originell wären. Beispielsweise ziehen sie sich außergewöhnliche Kleidung an, stylen sich auf besondere Weise auf, gestalten ihre Wohnräume ganz speziell und bedienen sich auffallender Sprache, Gestik und Mimik. Auf ihre Mitmenschen wirken sie aber eher gekünstelt und affektiert. Das liegt daran, dass sie ihre Einmaligkeit nur durch ihr Äußeres zeigen, sich aber in ihrem Inneren nicht durch Individualität und Unverwechselbarkeit auszeichnen. Andere Menschen könnten sich von ihnen gestört fühlen und sogar verstört werden. Ihnen kann die Erkenntnis helfen, dass sie er selbst allein durch ihr bloßes authentisches Sein ausdrücken können. Drittens, die Variante unsteter. Menschen mit der Variante unsteter zeichnen sich durch eine flatterhafte und unstete Lebensführung aus. Für Künstlerseelen ist die Suche nach Abwechslung und Veränderung zwar normal, aber die Variante unsteter führt das Verhalten ins Extreme. Ihre Bestrebungen und Handlungen sind orientierungs- und ziellos. Sie zeigen zu wenig Ausdauer und Tiefe in Betätigungen und Beziehungen. Menschen mit der Variante unsteter haben folgende Probleme: mangelnde Konzentrationsfähigkeit, fehlende Beharrlichkeit und Unfähigkeit, sich einzulassen. Sie empfinden eine Unruhe, die ihnen vorgaukelt, dass die ständige Unstetigkeit ihrem Wesen entspräche und ihnen Lebensfreude schenkt. Durch ihr Verhalten stehen sie ihrer eigenen künstlerischen Verwirklichung im Weg. Freudloser ist die vierte Variante. Menschen mit der Variante freudloser haben jegliche Leichtherzigkeit und Lebensfreude verloren. Dafür sind mehrere Ursachen möglich. Beispielsweise könnte es sein, dass sie ihre Fröhlichkeit schon zu lange systematisch unterdrückt haben oder dass sie ihnen durch Erziehung abtrainiert wurde. Sie glauben, dass sie sich möglichst ernsthaft geben müssen, um von anderen Menschen ernst genommen zu werden. Ihnen ist ihre innere Freiheit verloren gegangen. Die Menschen mit der Variante freudloser beschäftigen sich nicht mehr mit den kreativen Tätigkeiten, die ihnen Spaß machen. Tief in ihrem Inneren spüren sie, dass sie das Wesentliche ihres eigenen Selbst ablehnen. Es gab Zeiten in ihrer Vergangenheit, in denen sie sich über nichts und wieder nichts gefreut, einfach nur grundlos gelacht und Freudensprünge gemacht haben. Die fünfte und letzte Variante heißt unverwirklichter. Menschen mit der Variante unverwirklichter haben kreatives Talent und einen starken Drang, dieses auszuleben. Sie sind aber gehemmt in der Umsetzung ihres kreativen Schaffensprozesses. Den Menschen gelingt es nicht, aus ihren Träumen Wirklichkeit werden zu lassen. Zum einen könnte es sein, dass sie ihre Theorie einfach nicht in die Praxis umsetzen. Und zum anderen könnte es sein, dass ihre Werke nicht ihrem künstlerischen Potenzial entsprechen. Sie hemmen sich selbst, weil sie zu hohe Ansprüche an sich selbst haben. Sie hemmen sich selbst, weil sie zu viel kreieren möchten. Sie hemmen sich selbst, weil sie Angst haben, verletzt und ausgelacht zu werden, wenn sie nichts Großartiges erschaffen. Die Menschen mit dieser Variante können sich nicht vorstellen, dass ihr unbedeutendes Werk ihnen jemals Zufriedenheit verschaffen wird. Für sie ist es ratsam, ihre hohen Ansprüche auf ein verwirklichbares Niveau zu reduzieren. Fühlst du dich von einer Variante der Seelenrolle Künstler angesprochen? Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit der Seelenrolle Künstler sind Vincent van Gogh, Charles Darwin, Jacqueline du Pré, Wolfgang Amadeus Mozart und C.G. Jung. Das ist das Ende des Videos. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du die Seelenrolle Künstler hast oder zu haben glaubst,
welche Erfahrungen du bis jetzt mit der Seelenrolle Künstler gesammelt hast, wie du dieses Video fandest, was ich besser machen und was ich nochmal näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Seelenrollen empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike. Zu den Varianten der Seelenrollen das Buch Seelenelixiere. Zur Erkundung deiner Seelenrolle das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Draws-Medien, die dir deine Seelenrolle und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmoike anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.